Heute geht es um das Thema Sehenswürdigkeiten. Los geht's! Sehenswürdigkeiten. Ich bin hier vor einer Sehenswürdigkeit in Taipei. Auf dem Freiheitsplatz heißt er, beziehungsweise vor der Chiang Kai-shek Gedenkhalle. Und mir ist ein lustiges Thema gekommen, das Thema Sehenswürdigkeiten und damit verbunden, was sieht man von einer Stadt, wenn man die Sehenswürdigkeiten ansieht? Was kann man von einer Stadt kennenlernen, wenn man die Sehenswürdigkeiten ansieht? Wie viel oder wie wenig? Oder du kannst dir diese Frage auch bezüglich deiner Heimatstadt stellen. Egal, ob du in einer großen oder in einer kleinen Stadt wohnst oder in einem kleinen Dorf wohnst. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es dort? Und wofür stehen diese Sehenswürdigkeiten? Stell dir vor, ich würde in deinen Heimatort kommen, in deine Heimatstadt kommen und ich würde mir diese Sehenswürdigkeiten ansehen. Wie viel hätte ich denn von der Stadt gesehen? Wie viel hätte ich von der echten Atmosphäre oder von dem echten Leben, das die Einheimischen führen, gesehen? Das erinnert mich daran, wie ich gerne reisen würde. Angenommen, ich würde eine Reise machen. Was würde ich denn gerne sehen? Ich würde sehr gerne das möglichst authentische Leben sehen. Ich würde am liebsten das ganz unspannende, normale, gewöhnliche Leben der Einheimischen sehen. Was essen die Leute normalerweise? Was machen die Leute im Alltag? Was sind ihre Gewohnheiten? Was sind ihre Hobbys, ihre Beschäftigungen? Wie arbeiten sie? Wo arbeiten sie? Über was sprechen sie? Man kann diesen Punkt Sehenswürdigkeiten ansehen, auch natürlich in eine Reise integrieren. So würde ich das zumindest gerne machen. Aber noch einmal zurück zu dem springenden Punkt. Ich würde einfach sehr gerne das authentische Leben sehen. Wenn ich an meine Stadt Wien, an meine Heimatstadt Wien denke, dann könnte ich jetzt ein paar Sehenswürdigkeiten aufzählen. Zum Beispiel Schönbrunn, das ist ein Schloss, oder den Stephansdom oder den Prater. Das sind verschiedene Sehenswürdigkeiten, die es in Wien gibt. Aber jetzt muss ich dir etwas ehrlich sagen. Ich gehe eigentlich sehr, sehr selten dorthin. Und da siehst du auch schon einen ganz interessanten Punkt. Wohin gehen denn die Einheimischen? Sehen sich die Einheimischen diese Sehenswürdigkeiten auch an? Also wie viel Verbindung existiert zwischen den Einheimischen und diesen Sehenswürdigkeiten? Du könntest dir diese Fragen, wie gesagt, auch in deinem Fall zu deiner Heimatstadt stellen. Gibt es dort, wo die Sehenswürdigkeiten sind, ganz viele Aktivitäten der Einheimischen und ist es ein Ort oder beziehungsweise sind das Orte, wo die Einheimischen sich wirklich oft aufhalten und wo sie oft hingehen? Deshalb könntest du auf Deutsch oder auch in deiner Muttersprache, wie du möchtest, in den Kommentaren deine Meinung und deine Erfahrungen dazu schreiben. Es würde mich sehr interessieren. Noch einmal zurück zu Taipei. In Taipei gibt es, wie gesagt, diesen Platz mit der Gedenkhalle. Es gibt den hohen Turm, den Taipei 101 Tower. Und es gibt auch noch ein nationales Palastmuseum. Dieses nationale Palastmuseum ist ein großes Museum mit einer unglaublichen Menge an Schätzen aus der chinesischen Geschichte. Unglaublich tolle und interessante und auch zum Teil unglaublich alte Kunstobjekte, die man dort betrachten und bewundern kann. Und in meinem Unterricht, da frage ich immer wieder, wenn es um das Thema Reisen geht zum Beispiel. Na, warst du mal im Nationalen Palastmuseum oder wann warst du das letzte Mal im Nationalen Palastmuseum? Das frage ich dann. Und die Antwort, die ich oft bekomme, ist jene. Vielleicht war ich mal dort, als ich 4 oder 5 Jahre alt war. Also vor ganz langer Zeit waren die Leute mal dort
und sie können sich gar nicht mehr erinnern, wann sie dort waren, was sie dort genau gesehen haben. Das heißt, für sie in ihrem Leben ist es eine dunkle Erinnerung, eine ferne Erinnerung. Und das finde ich einen ganz interessanten Punkt, dass eben auch die Einheimischen selten dorthin gehen. Bitte diskutiere mit mir zu diesem Thema. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video.